Grüße euch, grüße euch, grüße euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute beißt es ein wenig, kältetechnisch. In der Früh hatten wir so -6, -7 Grad und auch jetzt ist es noch nicht wirklich wohlig warm, aber das passt schon. Ich habe heute wieder ein Vergleichsvideo für Sie. Ein Vergleichsvideo, in welchem ich 3 miteinander verwandte Hunderassen gegeneinander ins Rennen schicken möchte. Um welche Hunde es geht, das wissen Sie selbstverständlich schon anhand des Titelbilds und der Überschrift. Und zwar geht es um den weißen Schweizer Schäferhund, um den osteuropäischen Schäferhund und um den deutschen Schäferhund der DDR-Linie. Ja, die 3 treten heute in diesem Vergleich gegeneinander an. Wie komme ich dazu? Schauen Sie, kurz nach Silvester erreichte mich ein E-Mail aus den USA. Da schrieb mir Mr. Serda seine Gedanken zu den verschiedenen Typen des deutschen Schäferhundes. Die da wären westdeutsche Showlinie, westdeutsche Leistungslinie, DDR-Linie, tschechische Leistungslinie, lauter Kapazunder. War sehr interessant, dieses E-Mail, und ich war sehr beeindruckt von dem Fachwissen dieses Herrn. Außerdem fragte er mich darin, ob ich in Zukunft vielleicht mal Lust hätte, ein Vergleichsvideo der 3 von mir zuvor genannten Hunderassen zu bringen, weil der osteuropäische Schäferhund und der deutsche Schäferhund der DDR-Linie in der USA nicht so bekannt sind, wie es zum Beispiel der weiße Schweizer Schäferhund ist. Dachte mir, tolle Idee, mach das. Und das möchte ich heute machen. Ja. Gleich vorneweg sei gesagt, Sie werden bemerken, dass ich diesen Vergleich recht grob gestaltet habe oder recht grob gestalten werde. Weshalb ich das getan habe oder jetzt mache, ja, das erzähle ich Ihnen dann am Schluss des Videos beim Gesamtfazit zu diesen 3 Hunderassen. Legen wir mal los, sehen wir uns kurz mal von jedem dieser 3 ganz schnell die Geschichte an und starten durch mit dem weißen Schweizer Schäferhund. Diese tollen Hunde gehen natürlich auch auf die Hunde von Max von Stephanitz zurück. Doch in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde ein Zuchtverbot in Richtung weißer deutscher Schäferhunde ausgesprochen. Man züchtete mit weißen deutschen Schäferhunden nicht weiter. Lange Geschichte. Die USA und Kanada interessierte dieses Zuchtverbot allerdings nicht, und die züchteten sehr wohl mit den weißen deutschen Schäferhunden weiter. In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts erreichten die ersten Vertreter dieser Hunde die Schweiz, und dort begann man dann mit der Reinzucht dieser Hunde. So entstand der weiße Schweizer Schäferhund. Kurz erklärt. Nun zum Russen. Auch der osteuropäische Schäferhund stammt genauso wie der Schweizer ursprünglich von den Hunden von Max von Stephanitz ab. Ab 1945 wurde mit erbeuteten deutschen Schäferhunden in der militärischen Hundezuchteinrichtung Russlands namens Roter Stern isolierte Zucht mit diesen deutschen Schäferhunden vorgenommen. Sie wurden größer, kräftiger, schwerer gezüchtet und waren dann hauptsächlich im Einsatz für die Grenzbewachung, für die Bewachung von Industriegebäuden. Toller Hund, der osteuropäische Schäferhund. Nun zum deutschen Schäferhund der DDR-Linie. Genauso wie die beiden zuvor von mir erwähnten Hunde stammt natürlich auch der DDRler direkt von den Hunden von Max von Stephanitz ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland geteilt, das wissen wir. Es entstand die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik, und in zweiterer wurde ähnlich wie in Russland mit dem osteuropäischen Schäferhund ebenfalls isolierte Zucht mit den deutschen Schäferhunden vorgenommen. So entstand die DDR-Linie, die sich anatomisch und wesenstechnisch ein klein wenig von ihren westdeutschen Verwandten wegbewegt hat. Fantastische Hunde. Ja, so viel mal zur Geschichte, zur kurz zusammengefassten Geschichte dieser 3.
Jetzt tauchen wir mal in die Anatomie ein und sehen uns mal an, was die drei da voneinander unterscheidet. Nun, Größe. Hier ähneln sich der Schweizer und der Deutsche sehr, denn beide Hunde pendeln sich zwischen 60 und 70 cm Schulterhöhe ein, in etwa. Der Russe, der grenzt sich hier etwas ab, der wird weit größer. Hier haben Sie häufig Hündinnen mit 70 cm Schulterhöhe herumlaufen und Rüden erreichen bis zu 76 cm Schulterhöhe. Das sind recht riesige Schäferhunde. Also, größentechnisch der Schweizer und der Deutsche etwa gleich. Der Russe ist der Größte. Beim Gewicht sieht es ähnlich aus. Auch hier ähneln sich der Schweizer und der Deutsche sehr. Hier kann man mit Hunden zwischen 30 und 40 Kilo Gewicht rechnen. Natürlich gibt es schwerere Vertreter dieser Rasse auch, aber das ist der Durchschnitt, möchte ich mal sagen. Auch da zeigt der Russe wieder auf, denn der wird weit schwerer. Hündinnen, erwachsene Hündinnen, sagen wir mal von 35 Kilo. Schwere Rüden werden bis über 60 Kilo schwer. Das sind ziemliche Brocken. Also wir sehen schon, größentechnisch, der Schweizer und der Deutsche fast gleich oder gleich, auch gewichtstechnisch. Hier grenzt sich am meisten der osteuropäische Schäferhund ab. Der wird größer, er wird schwerer als die beiden anderen. Die Fellbeschaffenheit ist ebenfalls eine sehr ähnliche. Den weißen Schweizer Schäferhund gibt es sowohl in Stockhaar wie auch in Langstockhaar. Den osteuropäischen Schäferhund gibt es nur in Stockhaar. Den DDRler. Und jetzt würgen Sie mich nicht. Ich kann es Ihnen nicht hundertprozentig sagen. Soweit mir bekannt, gibt es den DDRler nur in Stockhaar. Doch, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sie auch in Langstockhaar. Hierzu müsste ich bei einem Profi anklopfen. Wir haben in Österreich eine tolle Züchterin der DDR-Linie. Ich war erst vor kurzem per E-Mail in Kontakt mit ihr. Vielleicht frage ich da mal rein, ob das vorkommen kann, dass auch DDRler mit Langstockhaar herumlaufen. Ich weiß es nicht. Ja? Schande über mein Haupt. Also, Stockhaar weisen alle drei vor. Den Schweizer gibt es auch in Langstockhaar. Beim DDRler weiß ich es nicht. Den Osteuropäer gibt es nur in Stockhaar. Farbtechnisch, hier unterscheiden sie sich. Und zwar grenzt sich hier am meisten natürlich der Schweizer ab. Weißer Schweizer Schäferhund, den gibt es nur in rein weiß, während es die beiden anderen Schäferhunde in derselben Farbe gibt. Grau, schwarz, schwarz mit Abzeichen. Und die Abzeichen, die gerne Brand genannt werden, werden Sie bei den beiden Schäferhunden, die solche Abzeichen vorweisen, niemals in derartig satter Farbe vorfinden können, wie sie die westdeutschen Linien häufig innehaben. Dieses satte Rot. Ja. Wir sehen also bei der Anatomie ähneln sich der Schweizer und der DDRler sehr, wenn es um Größe und Gewicht geht. Doch der optische Eindruck weicht etwas voneinander ab. Denn ich würde behaupten, dass der weiße Schweizer hier am leichtesten von allen wirkt. Er ist vielleicht genauso schwer wie der DDRler, doch der DDRler wirkt am kompaktesten gebaut. Der Russe ist klar erkennbar, der größte, der schwerste, ja, aber der DDRler hat häufig einen auffallend kompakten Bau, auch einen recht großen Kopf im Vergleich zu seinem Körper. Diese beiden Merkmale unterscheiden ihn anatomisch meiner Meinung nach auffallend von seinen westdeutschen Verwandten. Ein etwas kräftigerer Kopf, ein etwas kompakterer Körperbau. Hier finde ich, oder hier bin ich der Meinung, dass der weiße Schweizer den westdeutschen Schäferhunden anatomisch vom Aufbau her etwas mehr sogar ähnelt als der deutsche Schäferhund der DDR-Linie. Ja, Meinungssache. Ja. Doch klar, anatomische Unterschiede gibt es. Schweizer, deutscher Schäferhund DDR-Linie, gleich groß, gleich schwer, in etwa, doch anders aufgebaut. Der weiße Schweizer wirkt leichter, etwas zierlicher, der DDRler wirkt etwas kompakter, etwas robuster gebaut, ja, aber der Koloss von diesen dreien, den stellt der Russe dar. Okay, sehen wir kurz mal beim Charakter rein. Ich sage Ihnen mal, was mir schon zu Ohren kam an Themen, die man jeder dieser einzelnen Rassen nachsagt. Also
Vom großen Verzeihung, wir sind nicht bei den Sennenhunden, sondern beim Schäferhund. Vom weißen Schweizer Schäferhund hörte ich schon oft die Mehr, er sei äußerst sensibel. Im Vergleich zu deutschen Schäferhunden weniger mutig, weniger draufgängerisch, zeigt mimosenhaftes Verhalten. Ich sage Ihnen was, liebe Zuseher. Bestätigen kann ich das nicht. Hier in der Ortschaft, wo ich lebe, haben wir 3 weiße Schäferhunde, 2 Rüden, eine Hündin. Von denen hat noch nie irgendwer den Begriff Sensibelchen gehört. Also von diesen 3 Hunden. Das sind durch und durch echte, kantige und kernige Schäferhunde. Und glauben Sie mir, ich arbeitete in den 90er Jahren mit einem weißen Schweizer Schäferhund, mit dem Rambo. Volles Programm. Auch der war ein durch und durch echter Schäferhund, ein kerniger Hund, ein toller Hund. Also ich persönlich traf noch nie auf einem weißen Schweizer Schäferhund, der irgendwie auffallend sensibler oder vorsichtiger gewesen wäre als der typische deutsche Schäferhund zum Beispiel. Vielleicht haben Sie ja da andere Erfahrungen gemacht als ich, aber das ist meine. Dem Russen sagt man nach, er sei auffällig ruhiger als andere Hunde, die anatomisch in die deutschen Schäferhunde hineinschlagen. Auffällig ruhiger würde ich ihn nicht bezeichnen. Er hat vielleicht nicht ganz den Dampf, wenn es zur Triebigkeit kommt, wie die weit leichteren Verwandten. Das ist seiner Substanz zu verdanken, aber das ist ein bewegungsfreudiger Hund mit gesundem Trieb, der Russe. Zumindest sind es die, die ich auf Video gesehen habe. Ich habe einmal in meinem Leben einen osteuropäischen Schäferhund persönlich gesehen. Das war der einzige. Doch ich habe mir viele Videos von diesen Hunden schon angesehen. Und das sind Hunde, die mit gutem Trieb ausgestattet sind und eigentlich weit von irgendwelchen phlegmatischen, ruhigen Gesellen entfernt sind. Meine Meinung. Also, er mag vielleicht ruhiger sein, etwas ruhiger sein als der Schweizer und der DDRler. Und bei Weitem ruhiger als eine westdeutsche Leistungslinie oder gar andere triebige Schäferhunderassen, wie es der Mali zum Beispiel ist. Klar, aber als wirklich ruhigen Hund würde ich den Russen nicht bezeichnen. Dem DDRler sagt man folgendermaßen nach. Er eigne sich weniger für den Hundeabrichtersport als seine westdeutschen Verwandten, also die Westlinie. Ich war da in Foren drinnen, da wurde das Thema deutscher Schäferhund DDR-Linie behandelt. Ich sage Ihnen was, also manchmal rutschen gewisse Aussagen schon in die Lächerlichkeit ab. Also ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll, aber da sind Doktorarbeiten hingelegt worden, die in der Manier verfasst wurden wie, ja, der DDRler eignet sich deswegen weniger, weil er eine Millisekunde schneller mit den Augen blinzelt als der westdeutsche Schäferhund also schauen Sie, ich sage Ihnen was. In den späten 90ern habe ich mit einem DDRler gearbeitet, das habe ich schon mal erzählt in einem meiner Videos, ein Wolfsgrauer Rüde. Wunderschön, das war ein fantastischer Hund am Platz. Schöner zum Arbeiten geht's gar nicht. Und schauen Sie, dieser Hund war jahrzehntelang im Einsatz als Diensthund, als Polizeihund, als Armeehund. Das ist ein Gebrauchshund. Weshalb sollte man mit diesem Hund nicht am Platz gut arbeiten können? Und ich gehe davon aus, dass man mit dem DDRler, der den typischen DDRler darstellt, mindestens genauso gut am Platz arbeitet wie mit der westdeutschen Leistungslinie. Ich glaube sogar, dass er besser zum Arbeiten geeignet ist als die westdeutsche Leistungslinie, die doch häufig übertriebene Triebigkeit an den Tag legt. Das tut der DDRler nicht. Ja. Also das sind mal meine Meinung zu 3 Dingen, die man diesen Hunden nachsagt. Ich sage Ihnen was. Alle 3 sind meiner Meinung nach vom Wesen her typische Schäferhunde. Klar gibt es kleine Unterschiede, aber es sind typische Schäferhunde. Das sind Hunde mit gesundem Trieb, wenn sie aus guter Linie stammen, von ihnen gut erzogen werden. Hunde mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb und es sind sehr leistungsfähige Hunde. Sie sind alle schnell, stark, ausdauernd und sie eignen sich auch für dieselben Vorhaben. Alle drei sind tolle Familienhunde, wenn Sie ein Händchen für Hunde haben. Natürlich auch geeignet für kinderreiche Familien wie alle Schäferhunde.
Ich möchte für jeden Schäferhund, der in kinderreichen Familien aufblüht, hätte ich gerne 1 Euro. Das sind tolle Sporthunde, allgemein tolle Sporthunde, nicht nur für den Hundeabrichtesport, die sind überall mit ihnen dabei. Aber soll ich Ihnen sagen, typische Schäferhunde einfach. Man könnte natürlich, wie soll ich sagen, Erbsen zählen bei diesen Hunden. Notwendig wäre es meiner Meinung nach nicht. Das ist eine Sache des Geschmackes bei diesen dreien. Doch, ich würde mal sagen, wenn wir wirklich beginnen, Erbsen zu zählen, dann möchte ich behaupten, dass vielleicht der Schweizer der mit dem höchsten Trieb, der Hund ist, der mit dem höchsten Trieb ausgestattet ist, gleich verfolgt vom DDRler, der, obwohl er eine klare Leistungslinie darstellt, ein recht ausgeglichenes, ruhiges Wesen an den Tag legt, im Vergleich zu vielen Westlinien der Leistungslinie. Dafür sind sie bekannt, die DDRler. Ja, und das Feld schließt der Russe ab mit der Triebigkeit, aber nicht auffällig. Auch der Hund hat eine Bewegungsfreude, hat eine gesunde Triebigkeit vorzuweisen, ist vom Trieb her ein typischer Schäferhund. Doch, wie gesagt, wenn wir Erbsen zählen. Außerdem würde ich behaupten, ja, man könnte vielleicht hier noch Unterschiede herausglauben, wenn Sie ein Mensch sind, der von allen dreien wahnsinnig angetan ist, sich von der Optik, ja, vom beschriebenen Wesen angesprochen fühlt, Sie es aber in Zukunft auf den turniermäßigen Hundeabrichtesport abgesehen haben, dann würde ich mich am ehesten in der Riege der DDRler umsehen, also im Lager der DDR-Schäferhunde umsehen. Ja, ich würde sagen, ja, aber geeignet dafür sind alle drei. Sie können auch mit dem osteuropäischen Schäferhund exzellent am Platz arbeiten, wenn Sie ein Händchen für Hunde haben. Und dasselbe gilt auch für den Schweizer. Doch, wie gesagt, wenn ich mir aus diesen dreien den vielleicht, den Hund, mit dem ich auf meine Art und Weise vielleicht am ehesten und am schnellsten Erfolge einfahre bei dieser Sportart aussuchen möchte, dann würde ich am ehesten zum DDRler tendieren. Bin ich dem Molossoiden-Lager zugetan, ja, entscheide ich mich für den Russen. Möchte ich einen weißen Hund, gibt es nur den Schweizer. Das ist meine Meinung, deswegen sage ich, es wäre eigentlich nicht notwendig, bei diesen dreien Erbsen zu zählen. Schauen Sie, das ist der Grund, weshalb ich diesen Vergleich recht grob zusammengefasst habe, denn die spielen alle drei in derselben Mannschaft. Die spielen alle drei in derselben Mannschaft, die besetzen nur verschiedene Positionen. Alle drei diese Schäferhunde gehen aufs selbe Ziel zu. Bloß der eine bewegt sich auf der Straße, der andere etwas rechts daneben durchs Dickicht durch und der dritte sucht den Weg links daneben über die Berge. Aber zum Schluss erreichen sie dasselbe Ziel, das sind drei typische Schäferhunde. Mit typischen Schäferhunde-Charakteren. Nein, ich könnte nicht bestätigen, dass der weiße Schweizer übersensibel ist. Ich würde auch nicht behaupten, dass der Russe oder auffällig ruhiger ist als die anderen. Und schon gar nicht würde ich behaupten, dass der DDRler sich weniger am Platz für die Arbeit eignet als die Westlinie. Meine Meinung. Alle drei sind Top-Schäferhunde. Hier ist es eine Geschmackssache. Wer gefällt mir optisch besser? Möchte ich eher den größeren, schwereren oder eher den kleineren, flinkeren? Will ich eher den kompakteren oder den schlankeren Typ haben? Ja, und dann entscheide ich mich. Ist meine Meinung, liebe Zuseher. Ja. Nochmal, na klar, könnte man hier jetzt eine Wissenschaft draus machen. Nein, du hast nicht recht, denn der DDRler ist und dann anfahren wie Stephen Hawking in seinen Büchern, aber ich finde, es ist nicht notwendig. Würden Sie mich fragen, für welchen dieser drei ich mich entscheiden würde, das kann ich Ihnen auch sagen. Schauen Sie, der weiße Schweizer ist ein wahnsinnig schöner Hund. Er würde aber gleich wegfallen, weil mir farbige Hunde einfach besser gefallen. Das ist der einzige Grund. Der weiße Schweizer ist ein fantastisch aussehender Hund und er hat ein herrliches Wesen. Gefällt mir sehr gut. Ja. Selbstverständlich würde ich nicht Nein sagen. Würde jemand jetzt kommen, ich hätte Vito nicht und der stinge mit einem weißen Schweizer Schäferwelpen vor der Tür. Willst du ihn? Danke. Und ich hätte ihn. Tolle Hunde. Aber könnte ich es mir aussuchen, würde ich eher zu farbigen Hunden tendieren. Also müsste ich zwischen osteuropäischen Schäferhund und deutschen Schäferhund DDR-Linie wählen. Und hier würde meine Wahl höchstwahrscheinlich auf den Russen fallen, weil ich doch sehr dem Molosser-Lager zugetan bin. Das ist der einzige Grund. Denn ich sage Ihnen was, der deutsche Schäferhund der DDR-Linie stellt für mich unter den echten deutschen Schäferhunden die Creme de la Creme dar. Er ist für mich der ausgewogenste der deutschen Schäferhunde. Und es sind wunderschöne Hunde. Ja. Diese Kombination von etwas kräftigerem Kopf auf diesem doch etwas oder klar erkennbar kompakteren Körper finde ich wahnsinnig betörend. Gefällt mir sehr, sehr gut. Obwohl mir die Westlinie ebenfalls wahnsinnig gut gefällt. Sie wissen ja, ich bin ein
eingeschworener deutscher Schäferhunde-Fan. Ja, so viel zum Vergleich Schweizer, Russe, Deutscher. So sehe ich das, liebe Zuseher. Jeder hat seine Meinung, das war meine. Ich habe was ganz Interessantes für Sie. Im folgenden Video, wir haben jetzt beim Videodreh ist Mittwoch und am Samstag folgt das nächste, kommen wieder einige meiner Zuseher per Video zum Zug. Also die sprechen da per Video, geben die da ihre Meinungen wieder zu einem recht interessanten Thema, möchte ich sagen. So ähnlich aufgebaut wie das Video, wo es um die Kastration geht. Vielleicht interessiert Sie das ja. Würde mich freuen, wenn Sie zusehen würden. Habe mich gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Pfui, schwierig. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.